Elektroautos brennen leicht und sind daher viel gefährlicher als Autos mit Verbrennungsmotor. So ist jedenfalls die weitläufige Meinung und so wird es auch von den meisten Medien wiedergegeben. Aber ist das richtig? Schauen wir mal, wie es in dem Land mit der größten Elektromobilitätserfahrung Europas aussieht. Norwegen ist definitiv das Land mit den meisten zugelassenen Elektroautos im Verhältnis zur Bevölkerungszahl. Elektroautos gehören hier also zum gewohnten Stadtbild. Trotzdem halten sich auch hier verschiedene Vorurteile über Elektroautos. Besonders bei auftretenden Bränden werden diese Vorurteile in den Medien sehr schnell verbreitet, wie zum Beispiel in diesem Fall. Am 7. Januar diesen Jahres kam es im norwegischen Stavanger zu einem der größten Brände in der neueren Geschichte des Landes. Ein Auto fing Feuer in einem Parkhaus in unmittelbarer Nähe des Stavanger Flughafens Sola. Nachdem ein Brand im Parkhaus festgestellt worden ist, wurde umgehend die Feuerwehr informiert, aber als die Feuerwehr eintraf, war der Brand schon zu weit fortgeschritten. Auch hatte das Feuer mittlerweile eine so große Wärme entwickelt, dass sich die darüber liegenden Stahlträger deformierten und an Stabilität verloren. So war es der Feuerwehr wegen des hohen Einsturzrisikos nicht möglich, den Brand aus nächster Nähe zu löschen. Stattdessen rückten die Löschfahrzeuge von außen an das Gebäude heran und die Feuerwehr löschte das Feuer aus größerer Entfernung, so gut es eben ging. Das Feuer geriet aber außer Kontrolle und setzte seinen Weg erst seitwärts und dann über mehrere Etagen nach oben fort. Dazu trug vor allem bei, dass keine Sprinkleranlage im Parkhaus installiert war, sodass am Ende etwa 300 Fahrzeuge entweder komplett ausgebrannt sind oder schwer beschädigt wurden. Auch das Parkhaus trug durch den Großbrand schwere Schäden davon und die Stahlkonstruktion brach teilweise in sich zusammen. Die Ausmaße des Brandes und die Rauchentwicklung waren so gewaltig, dass der nahe Flughafen evakuiert werden musste und der Flugverkehr eingestellt wurde. Kurz vor Mitternacht desselben Tages meldete die Feuerwehr, sie habe den Brand unter Kontrolle. Weitere Meldungen über die Brandursache oder den Hergang wurden bis zum nächsten Tag weder von der Polizei noch von der Feuerwehr veröffentlicht. Aber wie soll es anders sein? Einige Internetmedien hatten schon den Schuldigen ausgemacht und beschrieben sogar sehr detailliert die Brandursache. So schrieben einige Online-Gruppen und Netzzeitungen am 7. Januar wörtlich, dass bei einem ladenden Elektroauto die Batterie explodiert sei und dadurch den Großbrand ausgelöst hat. Ebenso schrieb auch diese schwedische Netzzeitung, dass die Brandursache natürlich ein Elektroauto gewesen sei. Manche forderten sogar ein Verbot für Elektroautos auf Fähren, in Parkhäusern, in Tunneln und auf Parkplätzen von Wohngebieten. Sogar die eher konservative norwegische Zeitung Nettavisen schrieb wörtlich, der Flugverkehr musste in Stavanger wegen eines großen Elektroautobrandes eingestellt werden. Auch das norwegische Nachrichtenfernsehen TV2 hatte schon am Abend des 7. Januar einen Experten von einer der größten Versicherungen Norwegens eingeladen, der dann das öffentliche Bild von Elektroautos bestätigte und diese sogar als potenzielle Brandbomben und als unsicher bezeichnete. Was sier deres utredere? De sier at dette en potensiell brannbombe mange steder. Vi ser også her i Oslo store parkeringshus, masse biler samlet på ett sted. Dette noe også brannvesenet diskuterer landet rundt. Så dette må man gjøre noe med. Det høres jo ikke trygt ut i det hele tatt at vi har biler som faktisk ikke kan slukkes av brannvesenet, som folk frykter kan være brannbomber. Ja, det ikke trygt, og stort sett går jo ting bra, men når det ikke går bra, så kan det gå fryktelig dårlig. Diese Berichterstattung war natürlich weit, weit von der Realität entfernt. Wie sich schon am 8. Januar herausstellte, gab es mehrere Zeugenaussagen und auch die Aussage des Besitzers des Fahrzeugs, welches den Brand verursacht hatte. Dieser gab an, den Motor des Autos starten zu wollen und bemerkte eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum. Und nach dem zweiten Startversuch fing das Auto Feuer und ging wenig später komplett in Flammen auf. Bei dem brandverursachenden Auto handelte es sich übrigens um einen Opel Zafira Diesel, Baujahr 2005. Diese Fahrzeuge waren schon vorher durch mehrere Brände auffällig geworden, wie zum Beispiel im irischen Cork im August 2018, wo 60 Autos in einem Parkhaus abbrannten. Insgesamt wurden 235.000 dieser Fahrzeuge von Opel in Großbritannien zurückgerufen.
da 300 Autos dieses Typs in den letzten Jahren brannten. Allerdings gab es bisher in Norwegen keine einzige Rückrufaktion dieser Fahrzeuge. Insgesamt zeigt dieses Ereignis, wie groß das Interesse von einigen ist, Elektroautos ins schlechte Licht zu rücken und wie schnell sich diese Art Meinungsmache über Skandinavien ausbreitete und auch anderswo ausbreiten kann. Dass sich selbst Pressesprecher von Versicherungen zu solchen Aussagen hinreißen lassen, ist allerdings schon sehr eigenartig. Da gerade die Versicherungen es eigentlich besser wissen müssten, denn die gehen ja von Unfall- und Brandstatistiken aus, um die Versicherungstarife festzulegen. Wie zum Beispiel von so einer hier. Es brannten also im Zeitraum von 2016 bis 2019 über 2600 Benziner oder Diesel. Und wie viel brannten denn nun von den potenziellen Brandbomben? Eine potenzielle Brandbombe. Es müssten ja eigentlich nach diesen Aussagen viel mehr sein. Es brannten aber nur enttäuschende 60 Elektroautos in diesem Zeitraum. Nun brannte in diesen 60 Bränden laut Aussage der Feuerwehr nur selten eine Traktionsbatterie. Die Anzahl sei so gering, dass es dazu in Norwegen gar keine Statistik gibt. Nun sollte man die Zahl der Autobrände aber relativieren und ins richtige Verhältnis setzen. Insgesamt gibt es in Norwegen etwa 2,5 Millionen Autos mit Verbrennungsmotor. Dagegen sind etwa 251.000 Elektroautos in Norwegen zugelassen. Rechnet man die Zahl der Elektroautos hoch, kommt man auf insgesamt 600 Brände bei Elektroautos, wenn es denn irgendwann mal 2,5 Millionen sein sollten. Laut Aussage des norwegischen DSB brennen also Autos mit Verbrennungsmotor mindestens 4-mal so häufig wie Elektroautos. Übrigens auch bei dem Parkhausbrand in Stavanger soll laut Aussagen der Feuerwehr keine einzige Traktionsbatterie der in Brand geratenen Elektroautos gebrannt haben. Was vor allem daran liegt, dass die Batterien im Fahrzeugboden verbaut sind und bei den meisten Fahrzeugen flüssigkeitsgekühlt werden. So kann selbst eine längere Zeit bestehende, hohe äußere thermische Einwirkung nur sehr schwer einen Batteriebrand auslösen. Der Grund dafür, dass gefühlt so viele Elektroautos in Brand geraten, sind eigentlich nur einige Medien, die vorschnell Unwahrheiten verbreiten und das auch immer wieder tun.